Hi ihr Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Rezept. Wir machen nämlich einen Wolkenkuchen. Ich glaube, der Strawberry Cloud Cake ist bekannter in Amerika als in Deutschland. Aber es wird mal Zeit, dass wir den hier fleißig nachmachen. Und zwar ist das ein Kuchen, der wirklich wie Erdbeerwolken schmeckt. Also extrem leicht. Und das Ganze ist No-Bake. Das heißt, wir tun ihn gleich einfach in die Tiefkühltruhe. Und dann ist er auch schon fertig. Also super schnell gezaubert. Ich mache jetzt hier erstmal den No-Bake-Boden. Und dafür habe ich hier einmal Butterkekse. Ich gebe hier alles gleich in meinen Mixer. Also Butterkekse, dann habe ich Haferflocken, Kokosraspeln und weiche Butter. Beziehungsweise flüssige Butter, die habe ich aber leicht abkühlen lassen. So, jetzt gebt ihr den Keksboden ganz einfach in eine Springform mit 26 cm Durchmesser. Unten drunter gerne ein Backpapier legen und richtig schön fest andrücken. Das kommt jetzt erstmal zur Seite und wir machen jetzt die leckere Wolkenfüllung. Die ist wirklich extrem lecker. Und ich zeige euch jetzt hier die Zutaten. Ich habe hier einmal Erdbeeren. Ihr nehmt gerne zur Erdbeersaison auch frische Erdbeeren. Ich habe jetzt hier die Tiefkühlvariante und habe sie schön auftauen lassen und abtropfen lassen. Dann habe ich hier natürlich Zucker für die Süße, für den Geschmack ganz, ganz wichtig Vanilleextrakt. Verlinke ich euch in die Infobox und einen Spritzer Zitronensaft und dann haben wir eine Zutat, da werdet ihr bestimmt ganz viel in die Kommentare schreiben. Wir haben nämlich Eier, besser gesagt Eiweiß. Wir brauchen hier rohes Eiweiß. Wenn das Ei mega frisch ist, ist das natürlich auch gar kein Problem. Es sei denn, ihr seid jetzt schwanger oder habt eine Allergie, dann müsst ihr das Rezept skippen. Oder wenn ihr das nicht möchtet, dann habe ich leider keine Alternative für euch, weil wir das Ganze natürlich gleich in die Tiefkühltruhe legen und ihr werdet es nicht bereuen, es schmeckt extrem fluffig und lecker. Und ich werde jetzt erstmal die Eier trennen. Das ist ganz wichtig, dass ihr die sauber trennt. Und das Eigelb nehme ich später für Rührei oder für Lemon Curd. Da gibt es ja auch 1000 Möglichkeiten. So, der nächste Step ist jetzt total einfach. Wir geben zum Eiweiß, wenn ihr möchtet, eine Prise Salz, die hebt den süßen Geschmack. Dann natürlich Zucker, außerdem Zitronensaft, Vanilleextrakt und die Erdbeeren, die jetzt bestenfalls total weich sind, weil sie eben auf Zimmertemperatur sind. Und danach mixen wir das Ganze, beziehungsweise währenddessen maximale Stufe 5 Minuten. Ihr werdet erst so nach 2-3 Minuten denken, hä, was ist das denn? Das wird ja gar nicht steif, aber nach 5 Minuten, bam, richtig fluffig. Und ich zeige euch das Ergebnis jetzt nochmal aus der Nähe. Das ist der Inbegriff von Fluffigkeit. Und diese Masse schmeckt genauso, wie sie aussieht. Sie schmeckt genauso, wie sie aussieht. Total locker leicht. Das, da reinspringen. Ich auch. Ich will mir daraus am liebsten so eine Gesichtsmaske machen. So toll sieht das aus. Jetzt übertreibst du. So richtige Fantasien mit dieser Masse. So, jetzt geben wir das einfach auf den Keksboden, verteilen das und dann, ihr glaubt es kaum, aber dann sind wir eigentlich schon fertig. Richtig krass, wie schnell das ging, ne? Echt jetzt? Ja. Heftig, ne? Krass. Und jetzt habe ich die Creme in meine Springform gegeben und oben nicht glatt gestrichen, sondern halt wolkenmäßig, so ein bisschen unregelmäßig. Ich persönlich finde das schöner und ihr könnt natürlich machen, was ihr zu Hause gerne machen möchtet, aber denkt dran, oben drüber kommt gleich noch eine leckere Erdbeersoße, die zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf, weil die echt easy ist. Ihr nehmt einfach tiefgekühlte Erdbeeren, müsst ihr gar nicht auftauen lassen oder frische, wenn ihr Saison habt und dann gebt ihr da ein bisschen Zucker mit dazu, einmal aufkochen lassen, gerne nochmal durch ein Sieb geben, damit ihr die Klümpchen nicht drin habt und dann habt ihr eine fertige Erdbeersoße. So einfach geht das, lasst es einfach abkühlen und dann könnt ihr euch die im Kühlschrank aufbewahren. Die hier kommt jetzt übrigens in die Tiefkühltruhe, 8 Stunden. Seid mir da nicht böse, aber 8 Stunden ist wirklich die Zeit, die diese geniale Torte jetzt braucht. Und ihr könnt das natürlich am Vortag vorbereiten. Und in der Kühltruhe hält sie sich bis zu 6 Wochen. Also ihr habt immer was da, wenn Besuch da ist oder wenn ihr selber mal Lust drauf habt, könnt ihr euch da immer ein Stück von abmachen. Lasst das nur ungefähr eine halbe Stunde auf Zimmertemperatur stehen. Dann wird der Keksboden auch nochmal schön weich und nicht so fest. Und die Konsistenz ist einfach extrem lecker. Macht diese Torte unbedingt nach. Ich freue mich über eure Fotos. Ich freue mich, wenn ihr diesem Video ein Däumchen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonniert doch meinen Kanal kostenlos, dann verpasst ihr ja auch solche genialen Rezepte wie dieses nicht mehr. Und dann sehen wir uns auch bei meinem nächsten Rezept. Tschüss, eure Kiki.